Oha, ja, liebe Freunde, heute ist es soweit. Rita ist leider nicht da. Ihr müsst mit mir alleine Vorlieb nehmen. Ich weiß, das stimmt nicht nur mich traurig, aber ich habe vielleicht etwas, was unsere Stimmung wieder etwas hebt. Und zwar haben wir heute das Vergnügen, ein wirklich tolles Set aus dem Jahr 1990 zu bestaunen. Es ist der Helikopter Supertransporter Set Nummer 5590 aus dem Jahr 1990. Ein wirklich toller Laster. Das war übrigens auch Ritas Kommentar dazu. Wie ich ihr den gezeigt habe, hat sie einfach nur gesagt, aha, ein Lastwagen. Ja, sie mag wahrscheinlich mehr Züge, man kann es ihr nicht übel nehmen. Ich wollte euch das Set aber trotzdem zeigen, deswegen machen wir das jetzt. Wie gesagt, er hat 1063 Teile, ist jetzt schon etwa 30 Jahre alt, aber glänzt natürlich noch wie am ersten Tag. Und es ist ein Set aus der fabulösen Model Team Reihe. Ich kann mich noch erinnern, während ich euch mal kurz das ein oder andere Detail dieses tollen Sets zeige. Ich habe als Kind auch immer die Lego-Kataloge durchgeschaut. Natürlich, wer hat das nicht? Und da war gegen Schluss immer so in der Richtung, wo dann die Techniksets gekommen sind, waren dann die Seiten mit den Model-Team-Sets. Da gab es ganz tolle, das ist wie gesagt der 5590. Es gab dann etwas später 1994 noch ein Nachfolgemodell zu diesem hier, und zwar mit der Setnummer 5591. Das war dann ein Lastwagen, der hinten einen Düsenjet geladen hatte. Hier haben wir jetzt einen Helikopter, und ja, diese Sets sind immer ganz toll gewesen. Ich finde, sowas fehlt eigentlich heute auch in der Produktpalette von Lego, oder sie versuchen es wettzumachen mit den Creator Expert Autos. Das war, wie gesagt, es ist eine Mischung aus Creator und Technik. Es sind hier viele Technikteile verbaut. Wir haben immer wieder viele Funktionen, aber dennoch ist der Realismus sehr groß geschrieben bei diesem Set. Ja, ich habe euch jetzt den Lastwagen schon mal gezeigt, vielleicht nochmal dann im kleinen Detail. Es ist ein Set mit 18 Rädern, also kann man sich das überhaupt vorstellen? Die haben nämlich alle, der Lastwagen hinten und auch der Anhänger, Zwillingsreifen. Ja, und ich nehme ihn gleich nochmal runter und zeige ihn euch nochmal. Und es ist wirklich ein Traum in Grau, Rot und Schwarz, hier mit den von vielen so geliebten Eisenbahntüren. Wir haben, wie gesagt, hier hinten Zwillingsreifen, was ganz toll ist. Hier mit den Tanks, auch von hinten macht er eine sehr gute Figur. Er sieht einfach wirklich sehr, sehr toll aus. Auch die Details hier mit den grauen Antennen als Scheibenwischer. Hier oben mit mit diesem Windschild oder wie man das nennt. Und auch das Cockpit, wenn man mal die Tür aufmacht, sieht einfach mega cool aus. Hier mit dem Lenkrad, das muss man natürlich alles bedenken, das war das Jahr 1990, da gab es natürlich noch nicht so viele Teile, aber dennoch, hier vorne ist er abgerundet, hier mit dem großen, fast schon böse aussehenden Grill, das macht schon wirklich Sinn. Und was wirklich cool ist, da bleibt mir ja fast die Stimme weg bei diesem tollen Set. Ihr müsst es mir bitte verzeihen. Er hat sogar eine Lenkung eingebaut. Also das ist wirklich fast wie bei Lego Technik. Und zwar lenkt man hier mit diesem Ersatzrad eine Hand-of-God-Steuerung. Mir wäre es zwar eigentlich lieber, und bei den Nachfolgemodellen ist die dann schon am Dach, denn wenn hier der große Anhänger angehängt ist, kommt man da zum Teil ein bisschen schwer hin, aber es funktioniert dennoch sehr gut. Und ist wirklich, ein Traum für mich. 10 Studs breit. Und er sieht wirklich, hoppala, da ist der Rückspiegel abgegangen. Er sieht von allen Seiten wirklich sehr, sehr gut aus. Dann kommen wir zur heißen Fracht, die dieser Lastwagen hier transportiert. Und zwar ist das ein Hubschrauber. Keine Ahnung, welches Modell das sein soll, was er nachbildet, aber es sieht fast so nach einem amerikanischen Helikopter aus. Hier mit wirklich extrem langen Rotorblättern. Also das sieht man bei heutigen Lego-Sets fast gar nicht mehr. Da sind die öfters dann nur mehr so kurz. Die werden auch hier elegant gehalten, damit sie während der Fahrt nicht sich zu drehen beginnen. Also jetzt
kann er sich auch drehen. Hier haben wir auch dieselben Türen, hier mit zwei ganz tollen Sitzen auch wieder und einem Cockpit. Hier die Scheibe ist auch ziemlich selten. Unten die Kufen, die habe ich schon mal irgendwo bei einem Boot gebaut, aber die kommen jetzt bei Helikoptern auch nicht mehr so wirklich in dieser Form vor. Also es ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr schönes Set. Übrigens ist auch das B-Modell, was man hier aus diesem Set zusammenbauen kann, wirklich nichts Schlechtes. Ich werde euch vielleicht, wenn ich dran denke, ein kleines Bild davon einblenden. Aber jetzt bleiben wir mal bei diesem A-Modell. Also man sieht wirklich, man kann aus 1063 Teilen wirklich was ganz Tolles bauen. Und ja, wenn ihr ihn haben wollt, also ich habe ihn mir jetzt auch nachgekauft, besser gesagt, er war in einem Konvolut mit dabei, da haben nur ein paar Teile gefehlt und er war wieder komplett. Es gibt ihn auf Bricklink so ab ungefähr 80 Euro. Der Grund für den doch etwas niedrigeren Preis ist, wir sind im Jahr 1990 hier und es gibt noch nicht so viele spezielle Teile. Was zum Beispiel teuer ist, sind diese großen Windscheiben hier beim Helikopter und natürlich auch hier beim Lastwagen und die extrem großen Elemente, wie zum Beispiel hier diese 2 x 2, 4, 6, 8, 10, das sind 16er, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und auch natürlich der Anhänger, den ich euch gleich zeigen werde, der hat auch große Platten verbaut, die kosten natürlich etwas mehr. Auch die Türen kennt ihr natürlich, aber sonst sind viel Standardteile verbaut, die man relativ leicht irgendwo noch herbekommt. Natürlich die Sticker sind zum Teil, hier zum Beispiel auf dieser Seite ist keiner mehr drauf. Hier haben wir ja noch die Setnummer 5590 aufgedruckt. Aber ja, da muss man halt dann einen Abstrich machen. Ich stelle ihn halt dann so in die Vitrine, dass man die Seite mit dem Sticker noch sieht und die andere nicht mehr. Jetzt kommen wir noch zum Anhänger und ich glaube, das ist einer der größten Anhänger, die Lego jemals hervorgebracht hat. Auch hier wieder mit der Zwillingsbereifung. Der Helikopter ist ja natürlich auch sehr schwer, der hat einiges an Gewicht, also muss da schon einiges an Power unten drauf sein und man kann, ich habe das vorher, das hat sich wieder zurückgeklappt, hier kann man auch noch so eine Stütze heraushebeln, damit der Anhänger hier auch schön steht, wenn der Lastwagen mal, keine Ahnung, alleine auf die Tankstelle fahren muss zum Beispiel und das sieht auch hier wirklich sehr schön aus, also wir sind hier natürlich noch in der Zeit des alten Grau, also das ist alles Light Grey, das sind ziemlich viele große Platten. Und auch hier mit den Schläuchen, das sieht alles sehr reell aus und ist wirklich, wirklich schön gemacht. Der Hubschrauber wird auch hier, wenn er drauf steht, dann so verankert. Also das hier ist ähnlich wie bei den Rotorblättern, kann man dann hier so Klappen auf und zu machen, dass er so ein bisschen verriegelt ist. An allen 4 Seiten und ja, was soll ich sagen, also wenn einem so einer auf der Straße begegnet, da hat man schon fast ein bisschen Ehrfurcht. Auch von hinten sieht er toll aus, lustigerweise habe ich hier noch ein großes hellgraues Teil gefunden, wo auch die Setnummer als Sticker drauf ist und ja, also ich muss sagen, ihr wisst ja, wir sammeln normalerweise keine großen Techniksets und ich bin auch immer eigentlich ein Verfechter des Lego City Maßstabs und deswegen ist es eigentlich etwas verwunderlich, dass wir mal an so ein Set rankommen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Set, das ist eigentlich ein Kindheitstraum von mir. Ich habe den immer gesehen, er war immer im Katalog drinnen und leider, ich war damals einfach noch zu klein. Ich habe das noch nicht zusammenbauen können und das Set natürlich dann auch nicht bekommen. Wir probieren jetzt gerade noch den Wendekreis aus, der für die Länge des Trucks eigentlich sehr gut ist. Hoppala. Ihr seht schon, da hat sich einer dieser tollen Reifen verabschiedet. Ja, also was soll ich sagen? Das ist natürlich von den Teilen her alles 30 Jahre alt und zum Teil ist natürlich die Klemmkraft und diese ganze Flexibilität nicht mehr die, wie es mal war in den vergangenen Jahrzehnten, aber trotzdem sieht das Set für seine 10 Jahre, die es jetzt auf dem Buckel hat, wirklich noch toll aus. Also ich habe auch gemerkt, das habe ich euch jetzt bis jetzt vorenthalten, aber wenn man genau sieht, wo war das? Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt erkennen könnt. Hier ist so eine Pin-Aufnahme, die die Lenkung von unten ein bisschen unterstützen soll und da ist auch die Aufnahme für diesen Pin ist gebrochen.
Die habe ich zu kleben versucht, aber dann hat der Pin leider nicht mehr hineingepasst. Ich habe das Teil aber schon als Ersatzteil bestellt, also das wird auch noch nachgereicht. Mich würde interessieren, und Rita bestimmt auch, sie ist zwar, wie gesagt, heute nicht hier, aber sie interessiert sowas immer sehr, was euer liebstes Model-Team-Set war und was ihr mit dieser Serie verbindet. Würde es euch freuen, wenn Lego wieder mal damit auf den Markt käme. Es gab ja da noch diesen gelb-weißen Rallye-Lieferwagen oder was auch immer das ist und wie gesagt den Nachfolger zu dem hier, dann glaube ich auch ein Motorrad, also ein Flugzeug noch, das ist wirklich eine sehr schöne Serie gewesen, auf die speziell langjährige Fans von Lego immer wieder gern zurückblicken und ich muss sagen, das sieht wirklich fantastisch aus. Ja, schreibt es uns in die Kommentare, was ihr davon haltet und wir sehen uns sicher bei demnächst einem Video wieder. Bis dann und tschüssi.